Hallo meine Lieben, heute sind wir schon beim Tag 17 meiner Weihnachtskarten-Challenge angelangt. Heute arbeiten wir mit diesem Stempelset hier. Und was wir damit genau machen werden, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das wird so eine eher schlichte Karte, die eigentlich davon lebt, dass sie so ein dreidimensionales Element hat mit diesem Merry Christmas Schriftzug und eben diesem kleinen Wichtelstempel, auf den wir uns ja heute konzentrieren wollten, und von dem her, lass uns loslegen. Also wir brauchen von dem Stempelset, hier werde ich mit diesem einen Wichtel arbeiten, plus der kriegt noch ein Geschenk in die Hand, das ist das, was ich vom Set brauche. Und dann habe ich hier noch eine Stanze, Merry Christmas, und dafür brauche ich 3 Stücke, die groß genug sind, um diesen Schriftzug auszustanzen. Plus dann haben wir wie immer eine Basiskarte, die ist 21 cm x 14,8 cm und gefalzt bei 10,5 cm. Dann eine erste Mattung, die ist 0,5 cm kleiner, das heißt 14,3 cm x 10 cm. Und dann nochmal eine weitere Mattung, nochmal 0,5 cm kleiner, das heißt 13,8 cm x 9,5 cm. Und das ist die Karte, wo wir drauf stempeln, und das machen wir jetzt auch gleich. Ich werde hier die Stanze hinlegen, einfach damit ich weiß, dass ich genug Platz habe für den kleinen Wichtel. Und den werde ich mit dem Memento stempeln, weil ich den kolorieren will noch. Jetzt, bevor ich das Ganze kolorieren werde, möchte ich zuerst einmal das Ganze hier, also diesen Merry Christmas Schriftzug, ausstanzen. Das mache ich mit dem weißen und mit diesen 3 roten. Jetzt haben wir das Ganze erstmal ausgeschnitten. Guckt einfach beim Schriftzug, dass ihr die Zwischenteile bei dem, was ihr weiß ausstanzt, dass ihr die behaltet, weil die werden wir dann auch noch einsetzen. Und jetzt stanzen wir das Ganze noch mit Rot. Und hier, ne, den Punkt nicht vergessen, den brauchen wir natürlich auch. Und wenn ihr mit dem Entgittern fertig seid, dann müsstet ihr hier den Schriftzug in Rot 3-mal haben, plus die I-Tüpfelchen, das Ganze auch in Weiß und beim Weißen auch noch diese Zwischenteile vom A, Y und E. Jetzt kleben wir erstmal die Basiskarte zusammen, weil wir brauchen das quasi als Schablone, um das dann aufzukleben. Das mache ich hier mit dem Flüssigkleber
Wehmer Zementidkleber, den ich abgefüllt habe. Jetzt seht ihr natürlich auch, und es geht viel einfacher, das zu machen, wenn ihr so eine dünne Tülle habt. So, und bevor ich jetzt den Rest klebe, will ich noch diesen Wichtel kurz kolorieren. Das mache ich mit den Copic-Markern und welche davon ich verwende, das schreibe ich euch oben ins Bild. So, ich bin mit dem Ausfärben fertig und ich bin hier extra wirklich eher dezent geblieben, das heißt in Rot- und Grautönen. Und jetzt können wir anfangen zu kleben. Das Weiße brauche ich zuletzt, das geht zu oberst dann drauf, respektive den weißen Schriftzug und das I. Die Zwischenräume brauche ich jetzt gleich dann. Wir fangen an, zuerst die roten aufeinander zu stapeln und dann kommt am Schluss noch das Weiße oben drauf. Passt ihr das genau eigentlich in diese Ausstanzung rein? Und jetzt könnt ihr in dieser Aussparung vom A, Y und E noch diese weißen Teile, die ihr aufbewahrt habt, die kommen jetzt da noch rein. Und am einfachsten geht das, wenn ihr hier mit dem Pickup-Tool arbeitet, mit diesem Gummi, wo das Ganze dran haften bleibt zum Aufnehmen. Roten Punkt hatte ich noch vergessen, den machen wir jetzt noch rein. Jetzt müsste eigentlich alles flach sein, weil alles müsste irgendwie gefüllt sein. Eine Schicht und jetzt gehen wir weiter und kleben die roten Schichten noch oben drüber.
So, und wenn ihr mit dem Roten durch seid, dann solltet ihr hier eigentlich schon eine ziemliche Erhöhung haben von der Schrift. Und das ist auch der Effekt, den wir erzielen wollen, weil jetzt kommt eine weiße Schicht drauf. Das heißt, das, was das Ganze speziell macht, ist, wenn man die Karte dann so ein bisschen wendet, dann hat man, das Rot kommt eigentlich nur seitlich so ein bisschen hervor. Das machen wir jetzt noch. Jetzt kleben wir noch das Weiße oben drauf. Und jetzt merke ich gerade, die Balance ist noch nicht so ganz richtig. Wir haben hier was, wir haben hier unten was und irgendwie fehlt mir hier oben noch ein bisschen was. Das heißt, ich werde mir noch hier den kleinen Stern nehmen. Und da werde ich 3 davon hier oben noch hinstempeln. Aber die lasse ich dann wirklich schwarz-weiß, damit es nicht zu stark ist. Die kann ich auch mit dem StaZone stempeln. Nochmal umentschieden, ich mache es doch mit diesem Rot, färbe ich die noch kurz aus. So, jetzt ist es perfekt, genau das, was ich wollte. Und man soll ja flexibel sein, ne? Plan ist gut, aber man kann durchaus auch das Ganze anpassen. So, und das ist die fertige Karte. Und ihr seht hier, ne, wenn ich das so ein bisschen wende, kommt dieses Rot durch. Und es sieht auch so ein bisschen aus wie eine Schattierung. Von dem her, ich finde das echt cool. Ist schlicht, aber trotzdem hat es was. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die habe ich euch unten in die Links reingestellt. Und naja, wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten und wir sehen uns morgen wieder. Bis bald!